Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind heute bei Bayerisch Zell unterwegs. Wir wollen heute auch den Wendelstein besteigen. Ja, das ist das Bergchen, das ihr hinter uns seht. Start war heute Morgen in Bayerisch Zell auf ungefähr 800 Meter. Der Gipfel hat 1838 Meter. Ja, unterwegs gibt es einiges zu sehen. Wir haben gesehen, es gibt wohl eine Höhle, die Eis oder Schnee noch drin haben soll. Die höchstgelegene Kirche Deutschlands. Dann gibt es die Zahnradbahn, die man sehen kann, die hier auf den Wendelstein hochführt. Und natürlich den Gipfel als solches. Ja, wie gesagt, wir sind hier schon mittendrin und wenn ihr wissen wollt, wie wir hergekommen sind und wie es von hier weiter zum Gipfel und wieder runter geht, dann bleibt dran und wir schauen es uns gemeinsam an. Start der gut 1000 Höhenmeter umfassenden Tour war in Bayerisch Zell am Bahnhof. Auf direktem Weg ging es aus dem Ort hinaus in Richtung Gipfel des Wendelstein. Genau, der dort hinten. Immer gut, wenn man gleich vom Start weg sieht, wie hoch man heute noch hinaus will. Dann mal ran an die Höhenmeter. Begrüßt wurden wir gleich von einer mir sehr sympathischen jungen Dame. Wie ihr seht, wir hatten Premium-Wanderwetter und der Weg schlängelte sich auch sogleich, mal schmal, mal breit, den Hang hinauf. Das müsste doch wieder genau nach Annes Geschmack sein, oder? So ist besser. Vom Start weg gleich richtig schön steil bergauf, direkt in Richtung Wendelstein. Wir sind am Triefen, aber es macht Riesenspaß. Bei der Aussicht konnte selbst Tobi nicht über den stetigen Anstieg klagen. Und tatsächlich ging es flatten Schrittes munter bergan. Ja, ihr hört und seht richtig. Tobi hatte sein Bergtempo erhöht und in den zweiten Gang hochgeschaltet. Na, hoffentlich hält er das bis oben durch. Neben der Steigung war auch das ein oder andere Hindernis zu überwinden. Wie der quer über den Weg gespannte Elektrozaun. Warum er da war? Gute Frage. Die andere Seite des Weges war zumindest offen. Und da schleicht er wieder. War mir ja fast klar, dass er früher oder später wieder in den ersten Gang zurückschaltet. Tobi hat sich ins Hemd gemacht. anstrengend. Was, der Weg oder die Kamerafrau? Beides. Charmant wie eh und je, der liebe Tobi. Nun ja, weiter geht's. An der ersten Alm des Tages vorbei und der Blick nach oben verrät, dass wir uns dem Gipfel sichtbar nähern. Übrigens, der bisherige Aufstieg verlief auf dem König-Maximilian-Weg. Ja, der Gipfel kommt langsam in Sicht. Da oben irgendwo. Hinter uns, genau. Ja, Aufstieg geht jetzt hier drüben lang über den WM-Gipfelsteig. Und den Abstieg kommen wir dann von der anderen Seite runter später. Und da geht's über den König-Maximilian-Weg. So schaut's Nicht aus. Steig. Dann würde ich sagen, wir machen weiter.
Jetzt ging es erstmal in großem Bogen Richtung Gipfel weiter. Da ist auch schon der Bergbahnhof der Zahnradbahn. Dass wir bis dahin schon rund 900 Höhenmeter hinter uns hatten, konnte man deutlich hören. Die Wendelsteinbahn stammt aus dem Jahr 1912 und befördert seither Besucher, ursprünglich von Brandenburg, seit 1961 dann von Waching aus, bis kurz unterhalb des Gipfels des Wendelstein. Wir machten uns aber daran, eine andere Sehenswürdigkeit neben dem Bergbahnhof zu erkunden: die Wendelsteinhöhle. Und abwärts ging es. Die auf 1711 Meter gelegene Karsthöhle ist die höchste Schauhöhle Deutschlands. Bereits 1864 entdeckt, wurde sie erst 1921 für Besucher zugänglich gemacht. Ein Highlight der Wendelsteinhöhle ist der natürliche nach Osten gerichtete Eingang. Liegt hier doch noch bis in den Hochsommer hinein Schnee. Das erinnerte uns ein klein wenig an eine unserer Wanderungen im Dolomitorgebirge in Montenegro. Hier ein Bild davon. Das zugehörige Video verlinken wir euch natürlich. Auf kürzestem Weg ging es wieder raus aus der Höhle und zum nächsten wortwörtlichen Höhepunkt: der höchstgelegenen Kirche Deutschlands. Gebaut wurde sie in den Jahren 1889 und 1890. Nach Bauende wurde sie der Gottesmutter Maria, der Patrona Bavariae, geweiht. Die Kirche war auf jeden Fall sehr schön anzuschauen und auch die Aussicht von dort war top. So viele Höhepunkte und dabei war der Gipfel noch gar nicht erreicht. Also weiter geht's. Vorbei am Wendelsteinhaus ging es nun auf relativ gut ausgebautem Weg weiter zum Gipfel. Hier wurde es auch richtig voll. Kein Wunder, fährt doch neben der Zahnradbahn auch eine Gondel bis zum Wendelsteinhaus. Hier befindet sich übrigens der Abzweig zum Gipfelpanoramaweg. Uns genügte heute voll und ganz die Aussicht vom Gipfel. Und dann war es geschafft. Oben angekommen auf dem doch recht bebauten Gipfel. Unter anderem sind hier ein Observatorium und eine Kapelle zu finden. Ja, da haben wir es geschafft. Wir sind oben auf dem Wendelstein angekommen. Gut 1000 Höhenmeter haben wir jetzt geschrubbt. Ja, und das ohne Zahnradbahn und ohne Lift. Wir sind Alles wirklich zu Fuß. vom Bahnhof aus gelaufen. Ja, und jetzt hat die Anne noch was für uns vorbereitet. Erstmalig. Sie hat eine Schnäpse dabei Genau, gehabt. ein Gipfelschlückchen. Also in diesem Sinne, Prost und ja, für uns gibt es dann gleich noch ein Gipfelpäuschen und dann geht es auch wieder bergunter. Wie kannst du den so runterschütten? Muss man doch genießen. Hab ich doch. Hast du nicht? Es ist leer. Wer schneller trinkt, hat mehr Zeit, die sagenhafte Aussicht zu genießen. Weiß man doch.
Nach Gipfelschluck und Aussicht ging es wieder zurück, bis zum Wendelsteinhaus über dieselbe Strecke, auf der wir zuvor aufgestiegen waren. Ab dem Wendelsteinhaus erfolgte der weitere Abstieg über den König-Maximilian-Weg. Stufen und Serpentinen waren hier inklusive. Ja, also heute Morgen sind wir von da drüben hochgekommen und jetzt hier an den Almen geht's diese Richtung bergunter. Das heißt, bis auf kurze Abschnitte, gerade eben, zu einen kurzen Abschnitt, ja, ist die Auf- und die Abstiegsroute dann doch unterschiedlich. Ja, sind wir mal gespannt, wie der Rest vom Abstieg jetzt noch ist. Mit anderen Worten, jetzt ging es auf dem WM-Gipfelsteig weiter bergab. Auch diese Seite des Berges hatte so ihre Tücken. War es beim Aufstieg ein gespannter Elektrozaun, waren es hier die Weidebewohner selbst, die den Weg versperrten. Da haben wir vorsichtshalber den Weg vor den Kühen verlassen und ein paar Meter abgekürzt. All diese vielen Hindernisse kosteten den Tobi wohl einiges an Kraft. Sehr gut. Wenn wir den jetzt noch runtergeschmissen hätten. Ja, ja. Steht hier ab. Ja, deswegen guckt man hin, wo man hintritt. Ich wäre da nicht runtergekraxelt, um den zu holen. Das seht ihr mal, wie es mir so geht. Kein Mitleid von Anne. Der weitere Abstieg ist sodann auch schnell erzählt. Im bewährten Wechsel von Wald und Wiese bzw. Weide ging es auf zumeist schmalem Pfad zurück nach Bayrischzell. Da hatte Tobi endlich die lang ersehnte Bank zum Verschnaufen gefunden. Leider erst kurz vor dem Zieleinlauf, weswegen er es dort nicht allzu lange aushielt. Unsere heutige Wanderung befindet sich bei Bayrischzell im Mangfallgebirge, südlich von Rosenheim bzw. nördlich der Brandenberger Alpen. Vom Bahnhof Bayrischzell geht es in schönem Wechsel von Wald und Wiese bergauf in Richtung Gipfel. Vorbei an Highlights wie der Wendelsteinhöhle und der Wendelsteinkirche erreicht man schließlich das auf 1838 Meter gelegene Gipfelkreuz.
Bergab verläuft der Weg in weiten Teilen parallel zum Aufstiegsweg, auch wieder durch Wald und über Wiese. Ja, da haben wir es geschafft. Der Wendelstein ist bestiegen. Ja, und es war bei 30 Grad, 11 Kilometern und 1000 Höhenmetern doch relativ anstrengend, muss ich sagen. Sehr schweißtreibende Geschichte. Hier neben seht ihr den Gipfel auch noch mal. Da waren wir gerade eben noch oben. Ich finde es immer beeindruckend, wenn man so sieht, morgens, wo man hin will und abends, was man letzten Endes auch geschafft hat. Ja, der Weg als solches war okay, hat Spaß gemacht. Ja, war schön. Also wir hatten einen hohen Pfadanteil. Es war viel Kraxelei dabei, wo es dann auch steil bergauf ging immer wieder. Jetzt am Ende war ein schönes Auslaufen, da waren auch ein paar breitere Wegabschnitte dabei. Ja, hier und da war es ein bisschen rutschig mit dem feinen Schotter gewesen. Aber ansonsten, die Aussicht war top. Die Genau. Höhle hat Spaß gemacht. Die Kirche war schön. Ja. Es war leider ein bisschen viel los. Das ist so unser einzigstes, wo wir sagen würden, ja, Ja, man merkt halt, dass sowohl Ja. eine Gondel als auch eine Zahnradbahn bis da hochfahren. Und dementsprechend ist es da oben ja. richtig voll. Also der Weg nochmal ab der Bergstation bis zum Gipfel, der ist dann auch eher so, ja, hier geteert, Ja. betoniert, wie auch immer, relativ einfach. Gut, also fassen wir zusammen. Uns hat die Tour richtig Spaß gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es für dieses Mal wieder. Dann hoffen wir, ja, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf unserer nächsten Wanderung wieder.